Moin, ich bin der Chris, komme aus Bordesholm, bin Kfz-Mechatroniker und ich zeige euch heute meine 35i Limo. Ist ein Passat 35i Limo, 1.9 TDI, Ex-VR6 Umbau und Baujahr 95. Gekommen bin ich zu dem Auto so, dass mein Kumpel, der mittlerweile mein bester Freund ist, hat den Wagen quasi getauscht mit meinem Hallennachbar und ich brauchte damals einen Daily und über Umwege habe ich ihm dann mit ihm in Kontakt getreten und ja, dann habe ich das Auto quasi kurzhand erstanden und dann war es meiner. Und dann ging die Reise los. Ich besitze das Auto jetzt seit 6 Jahren, habe das Auto damals erstmal so übernommen, weil damit auch gar nichts erstmal so geplant war. Erstmal bin ich da im Alltag mit rumgefahren, erstmal die üblichen Reparaturen gemacht, bei mir war glaube ich gleich nach 2 Tagen die Einspritzpumpe kaputt gegangen, wie das so ist bei so einem alten Diesel. Ja, und dann ging das halt los, da kam der Sommer, da musste man erstmal Felgen her und da habe ich von meinem Kumpel damals gleich die Long Beach übernommen, die auch eingetragen waren, zusammen mit dem Gewindefahrwerk, was da schon drin war. Und ja, so bin ich erstmal 2 Jahre bestimmt rumgefahren. Und dann kam das immer alles so nach und nach. Dann habe ich nachher nochmal auf RH-Felgen umgebaut. Da mussten dann auch gleichzeitig, denn dadurch das Auto halt recht tief war, andere Kotflügel ran, breitere. Und dann hat sich das halt so einen Zyklus, möchte ich sagen, von immer 2 Jahren oder so haben wir immer was umgebaut. Außer da kam dann halt mal was dann in die Hände fiel über eBay oder sonst was man mal gesehen hat oder was man halt haben möchte. Und ja, so ist das halt bis jetzt heute so entstanden, möchte ich behaupten. Ja, das Auto ist jetzt quasi optisch erstmal fast komplett, möchte ich sagen, auf US-Optik umgebaut. Kenner mögen sich da vielleicht noch ein bisschen mehr auskennen, die Hardcore 35i Leute unter uns. Aber sonst ist das Auto quasi optisch ja mit cleaner Stoßstange, die halt keine Sicke hat. Und ja, breite Kotflügel sind halt dran, was ich gesagt habe, die sind jetzt 2,5 cm im Blech verbreitert. Dann sind jetzt Xenon-Scheinwerfer eingezogen, beziehungsweise Linsenscheinwerfer, die habe ich durch Zufall im Netz gefunden. Habe ich erst mit Halogenlicht gefahren, habe ich jetzt aber auf Xenon umgerüstet, weil das Licht halt einfach schöner ist. Und ja, US-Sidemagas sind da dran, was der Optik, finde ich, eigentlich noch so persönlichen Hauch entspricht, finde ich. Das sind immer ganz schick mit diesen Standlichtblinkern, möchte ich mal sagen. Und ja, selbstöffnende Heckklappe habe ich noch verbaut tatsächlich. Die kann man über den Innenraum, über den Schalter, lässt sich die selbst öffnen. Hat mein Kumpel damals quasi schon eingebaut. Haben wir jetzt quasi mal darauf geachtet, dass die Funktion bestehen bleibt, weil ich finde es immer ganz cool, wenn man heutzutage auf ein Treffen fährt. Und ja, ahnt ja keiner, dass man quasi die Heckklappe selbst vom Innenraum öffnen kann. Das ist immer so, die Blicke sind dann halt so, hä, wieso kann ein Auto das? Das können ja normalerweise nur neue Autos. Und ja, sonst ist das Auto halt recht original gehalten, möchte ich behaupten. Innenraum ist halt ganz normal Leder geblieben. Sitze sind vorne jetzt vom Golf 3. Color-Konzept in schwarz. Geschütztes Lenkrad habe ich verbaut mit Snap-Off, weil ich fand schon immer diesen Motorsport-Look eigentlich ganz cool, wollte ich schon immer mal haben. Jetzt passend zu den Bügeln natürlich, irgendwie ist das eigentlich, finde ich das immer ganz cool, dass sich das alles so ein bisschen harmoniert.
Bügel wollte ich schon quasi damals, wie ich klein war, haben, weil man das immer quasi als kleiner Junge, wenn man mal so in den Zeitschriften geblättert hat oder so, und da ist halt immer, man hat gesehen, die Autos haben Bügel drin und immer mit diesem Kreuz von hinten und so, das war halt immer cool. Deswegen musste ich damals immer mal sowas auch haben. Und ja, so ist das. Anlage oder so habe ich jetzt gar nicht groß verbaut, weil ja, irgendwie bin ich mittlerweile da raus, so ein bisschen mit der ganzen Boom-Boom-Musik und so. Das ist irgendwie gar nicht mehr so. Man fährt ja entspannt heutzutage einfach so durch die Gegend und dann finde ich, ist das immer ganz so. Radio läuft natürlich nebenbei, ist keine Frage, aber ich muss jetzt nicht mehr damit laut schämmernde Musik durch die Gegend fahren. Auch wenn man das privat natürlich ab und zu gerne mal macht, ist keine Frage, aber ja. Fahrwerk ist jetzt ein TA-Technics-Gewinde. Ist quasi ganz normales ja, Gewinde, was man so bei TA kaufen kann. Erfüllt seinen Zweck, sag ich mal. Ich muss jetzt nicht irgendwie, ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt quasi ein teures irgendwie Fahrwerk braucht, weil das soll ja einfach nur optisch quasi alles hergeben und tief sein. Und es fährt gut, ist jetzt mittlerweile schon das dritte, weil ja, Auto hat ja mittlerweile auch ein paar Jahre und ein paar Kilometer gesehen. Und ja, aber ich bin glücklich damit, ist zufrieden, ist nicht so hart jetzt, weil ich denke mal, das liegt auch daran, dass das Auto recht lang ist vom Radstand her. Trotz der 185er Reifen, die da drauf sind. Aber fährt sich gut, ich bin zufrieden damit und bleibt auch weiterhin da drinne. Ja, zum Motorraum bzw. Motor, wie gesagt, das war mal ein VR6, ist von meinem Kollegen damals alles von der 35i übernommen worden auf 1.9 TDI-Technik. Der Motorraum war halt momentan noch nicht so ja, der Fokus. Wir haben natürlich geguckt, dass da so ab und zu ein paar hier und da ein paar kleine lackierte Details sind. Der Motorraum war auch schon mal tatsächlich, bevor ich mal damals einen Motorschaden hatte, ordentlicher aufgeräumt, möchte ich mal sagen. Da waren mehr lackierte Sachen drin. Aber ich habe damals einfach ja, wie der Motorumbau stattgefunden hat, beziehungsweise die Revision, die ich damals durchgeführt habe, das einfach erstmal so zusammengebaut, dass es funktioniert. Das ist bis heute leider Gottes so geblieben. Soll aber in nächster Zeit nochmal in Angriff genommen werden, weil ich habe noch mittlerweile einen 1.9 Pumpedüse im Motor stehen. Der soll da gerne mal Einzug halten. Lief jetzt in letzter Zeit so über den Winter alles nicht so, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Aber ist alles in Ordnung. Noch läuft das alles. Man kann damit super fahren. Das Auto verbraucht keine Flüssigkeiten. Mittlerweile. Und ja, kommt alles noch. Also deswegen sieht der Motor momentan so aus, wie er aussieht. Und ja, Veränderungen folgen auf jeden Fall. Ja, warum das Auto mittlerweile eigentlich so aussieht, wie es aussieht, ist eigentlich so, das ging damals, ich habe mich damals bei der XS Classic beworben in Dresden und habe da tatsächlich überraschenderweise eine Zusage bekommen. Das Auto war ja damals noch im, sag mal, Erstlack mit der Servicefolierung und so und ja, habe das damals dann hier meiner Clique erzählt und mein Lacker kam dann gleich an und sagte, komm mal vorbei und dann müssen wir mal gucken, jetzt wegen der Farbe und dass wir mal ein bisschen, weil das hat natürlich ein paar Roststellen, Beulen, Kratzer bleiben natürlich bei so einem über 20 Jahre alten Auto nicht aus. Und ja, dann war ich kurz an die hergekommen, da haben wir geguckt und dann kam so die Frage in den Raum, ja, hast nicht mal Lust auf eine neue Farbe so oder dass wir das Ganze optisch mal aufhübschen. Und dann dachte ich mir so, ja, und eigentlich zu der Zeitpunkt war das mit dem Geld eigentlich gar nicht so locker und dann mussten wir gucken, wie wir das machen. Dann sind wir uns natürlich alle einig geworden, zum Glück. Dann war natürlich die Frage, was für eine Farbe, weil ich hatte nicht viel Zeit, nur gefühlt, möchte ich sagen, grob über eine Woche, weil gefühlt in 4 Wochen war die XS in Dresden. Ja, und dann habe ich mich für eine Farbe entschieden. Das ist jetzt das Moosgrün geworden, was ich eigentlich ziemlich geil fand. Ich wollte erst was in die sandfarbene Richtung haben. Habe dann aber doch Angst gehabt, dass das Auto irgendwie zu taxilastig aussieht auf den Bildern. Obwohl das bestimmt geil geworden wäre jetzt im Endeffekt, wo ich mal so übernachtet bin. Aber ich bin super froh drüber und auch super dankbar drüber, dass das jetzt alles so geworden ist, wie es ist. Wir haben dann natürlich kurzerhand gleich losgelegt. Das Auto kam dann hier in die Halle und dann zerlegt, Motorhaube ab, Türen ab, alles was man so halt macht, um so ein Auto zu lackieren. Da kamen natürlich auch unschöne Sachen zum Vorschein, weil wann nimmt man mal bei so einem Auto die Stoßstange ab oder guckt man halt mal so richtig, wenn man was blank macht oder reinigt oder wie auch immer. Kam dann natürlich dezenter Rostfraß zum Vorschein, so hinter der Stoßstange und so habe ich dann noch meinen Kumpel angerufen, der hier immer unsere ganzen Metall- und Karosseriearbeiten macht. Schönen Gruß an Malle an dieser Stelle. Der hat mir dann hinten den halben Innenradlauf neu gebaut oder hinten die Stoßstange war super
großes Loch gewesen. Das haben wir dann alles innerhalb von kürzester Zeit versucht zu reparieren und instand zu setzen. Was natürlich dem Zeitplan alles so ein bisschen entgegenlief eigentlich. Ja, und zudem hatte ich noch ein Renault-Dach stehen, das hatte ich mal von einem Kollegen geschenkt bekommen und haben uns gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Deswegen ist das Renault Twingo Glasdach jetzt eingezogen. Angeschlossen, funktioniert, bin super happy drüber, ist auch echt ein Blickfang, oder viele Leute wissen das halt nicht, oder wenn man halt auf Treffen mit dem offenen Dach steht, gucken die Leute dann schon mal gerne da rein. Und auch beim Fahren ist das super cool jetzt, weil es halt echt super hell ist von drinnen. Und wenn die Sonne scheint, was gibt's cooleres als ein Schiebedach oder halt ein Glasdach jetzt, was man halt so auffangen kann, wie es auffährt. Und ja, dann haben wir halt hier 4 Wochen durchgerissen. Ich war, glaube ich, fast jeden Abend hier, haben wir zusammen mit Kollegen geschliffen. Da hat sich jeder seine Hilfe angeboten auf einmal, ne? Wie das halt so ist. Jeder will irgendwie helfen, damit das halt alles seinen Gang geht und alles rechtzeitig fertig wird. Was halt echt nachher quasi bis 2 Tage vorher, bevor wir losgefahren sind und das alles losging, fertig war und das Auto dann auf dem Trailer war. Ja, aber jetzt so die Ausbaustube gefällt mir sehr gut und ich bin super glücklich darüber und das Auto kommt auch echt gut an, muss man sagen. Und ja, mittlerweile konnte man da ja noch, da ja kurzzeitig danach Corona kam, konnte man da ja noch nicht so viel mitnehmen. Auf dem Blumenpflücken war ich, und danach noch auf 2, 3 anderen Treffen, unter anderem Corona, was in Rostock stattfand. Ja, aber gucken wir mal, dass wir in nächster Zeit noch viele Treffen anfahren und dass wieder bessere Zeiten kommen. Und dann greifen wir an und dann haben wir wieder alle Spaß zusammen. Ja, ich denke mal, für einige Leute ist das bestimmt so außerhalb, die denken immer, boah, wie kann man mit sowas rumfahren oder guck dir mal den in dem grün tiefen Auto an, ne? Und die Leute rollen dann vielleicht mit den Augen oder so, aber ich sag mal, wenn man so bei uns rumfährt oder allgemein, wenn man, egal wo man hinfährt, auf der Autobahn oder ob man bei uns durchs Dorf fährt oder bei uns durch einen Ort, irgendwo durch die Fußgängerzone, so, man kriegt da oft schon mal einen Daumen oder die Leute freuen sich halt oder fahren vorbei und machen Fotos oder so. Ich habe da schon mal lustige Momente gehabt, so wenn man im Stau steht oder so, die Leute konzentrieren sich so doll auf sein Auto, ohne dabei quasi nach vorne zu gucken und dann fahren die Leute schon fast am hinten rauf. Es macht halt einfach Spaß und man weiß halt so, man hat da ja alle seine Arbeit reingesteckt und das ist halt so dieser ganze Freundeskreis, den das jetzt alles so verbindet und man fährt gemeinsam auf Treffen oder mal auf einem Freitagabend, irgendwo trifft man sich und dann wird nett gequatscht oder man hat halt alle seine Leute, die man kennt und fachsimpelt halt immer viel über das Auto, weil es ist halt ja so meine und unsere Leidenschaft hier und ja. Ich finde es schon ziemlich cool eigentlich. Also wenn man immer damit fährt, was halt mittlerweile ja ziemlich selten geworden ist, seitdem das Auto so ist, wie es ist und dann halt seit dem Neulack und seit dem Umbau und so, geht man da halt sehr pfleglich mit um oder man fährt halt ja nicht mal bei jedem Wetter damit, so wie ich es damals gefahren habe. Und ja, also jedes Mal eigentlich, wenn man damit fährt, ist das schon echt cool und man fährt gerne damit und man macht dann so erst recht, wenn man nach Feierabend mal ins Auto steigt und dann hat man echt so den Kopf frei und dann kann man mal die Seele baumeln lassen, so, ne? Bedanken möchte ich mich natürlich bei meiner ganzen Hallenklicke hier. Mein bester Kumpel David, ich liebe dich über alles, auf jeden Fall. Danke, dass du mit mir immer alles hier durchlebst und durchstehst, auch wenn ich ganz einfach bin und ich viel vergesse oder ein viel verplanter Mensch bin. Danke auch an Malle, Christian, die hier echt alle Arbeit geleistet haben, zwecks Lackieren, Karosseriearbeiten. Bin ich echt überglücklich und dankbar drüber. Und natürlich alle anderen, die hier mitgewirkt haben oder mir halt mal immer geholfen haben, wenn ich mal liegen geblieben bin und so weiter und so fort, was natürlich auch mal vorkam. Und alle, die mich kennen, ich grüße meine Eltern natürlich und danke, dass ihr mir so viel Verständnis habt für die ganzen Teile, die bei zu Hause rumliegen oder bei mir zu Hause im Carport vielleicht. Und ja, danke. Ja, am Ende sage ich natürlich vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, liked das Video gerne, wenn ihr wollt. Lasst einen Kommentar da, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Es gibt immer was zu tun, das Auto ist halt nicht perfekt, weiß ich auch. Gibt immer was zu tun. Ich bleibe weiter am Ball und dann sage ich ciao. Und wir sehen uns auf Treffen, sprecht mich gerne mal an. Bis dann, ciao.